Fahrradständer sind wie Parkplätze. Wenn man einen braucht, sind sie nie da. Doch manchmal verschwindet nicht der Parkplatz, sondern das Fahrrad selbst. Eine Geschichte von Verlust, Wiederkehr und der Frage, wem gehört mein Fahrrad eigentlich? Das Leben mit dem Fahrrad ist voller Rätsel. Warum hat der Wind immer Gegenrichtung? Warum quietscht die Bremse nur dann, wenn Menschen zuschauen? Und warum verschwindet ein Fahrrad spurlos, nur um Wochen später wie von Zauberhand wieder aufzutauchen? Sind es Zufälle? Physikalische Gesetze? Oder steckt hinter dem Alltag auf zwei Rädern mehr, als wir begreifen können? Geschichten zwischen Realität und Speichenfett, zwischen Kettenöl und Fantasie. Unglaublich, unerklärlich. Und doch könnte es dir morgen selbst passieren. Es war ein normaler Tag, wie immer, nur mit Regen. Aber das störte Manuel nicht. Für ihn war sein Rad mehr als ein Fortbewegungsmittel. Es war Routine, Freiheit und vor allem sicher abgeschlossen. Ein kurzer, prüfender Blick zurück. Ist alles okay? Ja? Na dann los zur Arbeit. Manuel hatte an alles gedacht. An die Fahrkarte, an den Feierabend, sogar an die kleine Ausfahrt, die ihn vom Stress befreien sollte. Nur an eines dachte er nicht, dass sein Rad schon Pläne ohne ihn schmiedete. Auf dem Rückweg stellte er sich die kleine Feierabendtour mit dem Rad vor. So wie immer, ein paar Kilometer, nur für ihn. Diese Momente ließen den Arbeitstag verblassen und gaben ihm das Gefühl von Freiheit. Doch manchmal ist Gewohnheit trügerisch. Wo ist mein Fahrrad? Alle Fahrräder da, nur seines nicht. Unsichtbar, verschwunden aus dem dichtesten Chaos. Manuel hatte plötzlich neue Freunde, den Bus, die S-Bahn und sein Auto, das er eigentlich nie benutzen wollte. Die Anzeige wegen Fahrraddiebstahls war raus. Die Tage vergingen, doch nicht spurlos. Was hätte ich anders machen können? Ein altes Rad für den Bahnhof? Ein besseres Schloss? Doch warum war das Schloss verschwunden? Wollte der Dieb keine Spuren hinterlassen? Und warum meldet sich die Polizei und Versicherung nicht? Warten, hoffen, zweifeln. Das war alles, was blieb. Hier steht, dass ein Gravelbike gestohlen wurde. Was ist denn ein Gravelbike und hat das was mit Motorrädern zu tun? Wow, ist das ein toller Taschenrechner. Wäre cool, wenn der Laptop auch so einen hätte. Ups, jetzt habe ich schon wieder nicht die Versicherungssumme für das gestohlene Fahrrad überwiesen.
Na egal, Feierabend. Damit er nicht völlig vom Rad abstieg, ersteigerte er ein altes Damenrad für 10 Euro. Ein Schnäppchen. Mit einer extra Portion Training, weil das Fahrrad gefühlt eine Tonne wiegt. Es sieht nicht schnell aus und das ist es auch nicht. Die Wochen vergingen, nur die Ungewissheit blieb hartnäckig im Sattel. Manuel geht entspannt eine Runde spazieren, nicht ahnend, was gleich passieren wird. Wochen später sah er es wieder, angeschlossen, als wäre es nie fort gewesen, mit genau demselben Schloss, das er selbst einst verriegelt hatte. War es ein Dieb mit einem schlechten Gedächtnis? Eine geheime Fahrradtauschbörse? Oder steckt hinter jedem Rad ein großer Plan? Wir wissen nur, Manuel fährt heute wieder mit seinem Fahrrad. Ihr habt heute eine Geschichte gesehen, die unglaublich klingt. Vielleicht war sie wahr, vielleicht erfunden, vielleicht ist sie einfach nur passiert, weil ein Radfahrer wieder mal vergessen hat, die Kette zu ölen. Eines aber ist sicher: Auf 2 Rädern geschehen Dinge, die ihr nicht für möglich halten würdet, bis sie euch selbst passieren. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht, das Unfassbare lauert überall, sogar im Fahrradkeller.